Das diesjährige Highlight der Cartier-Neuvorstellungen auf der Watches and Wonders war mit Abstand der neue Eindrücker-Chronograph in der Kollektion Privé. Wahlweise im Gold- oder Platin-Gehäuse, aber jeweils mit Formwerk aus der eigenen Manufaktur ausgestattet, kommt der Tortue Monopoussoir nur jeweils 200 Mal auf den Markt. Wir haben die Platin-Variante und weitere Highlights wie die Santos Dumont Rewind unter die Lupe genommen. Die große Kunst bei Armbanduhren mit ungewöhnlichen Gehäuseformen besteht darin, das Werk bestmöglich darin unterzubringen. Ganz oft setzen Uhrenhersteller dabei aber auf vorhandene Werke, die standardmäßig eben rund sind. Auch Cartier verbaut zum Beispiel in der Einstiegspreislage der Kollektion Santos de Cartier zumeist runde Kaliber, wie hier im Standardmodell mit weißem Zifferblatt, worin das Kaliber 1847 MC arbeitet. 1847, das ist übrigens das Gründungsdatum von Cartier. Grund für die Verwendung von runden Werken ist natürlich der höhere Aufwand, ein Uhrwerk an eine komplexe Gehäuseform wie an das des Tortue Monopoussoir anzupassen. Wenn es ein bisschen mehr kosten darf, ist jedoch alles machbar. Marken wie Cartier oder Jaeger-LeCoultre haben hier eine hohe Kompetenz. Und in der Tat hatte Cartier sich 1928 für den ersten eigenen Chronographen auch mit Jaeger-LeCoultre zusammengetan. Das Ergebnis waren Werke, die unter dem Namen European Watch and Clock Company hergestellt wurden. Diese wurden in der Manufaktur der heutigen Konzernschwester Jaeger-LeCoultre in Le Sentier produziert. An das Jahr der Vorstellung des ersten Tortue Monopoussoir erinnert auch die Bezeichnung des neuen Kalibers. Das heißt nämlich 1928 MC. Das ist inzwischen jedoch eine exklusive Konstruktion der 100%igen Manufaktur Cartier. Einige Quellen berichten jedoch, dass Cartier bei der Entwicklung von Le Cercle des Horlogers unterstützt wurde. Das Werk ist nicht nur perfekt an das schildkrötenförmige Gehäuse der Tortue angepasst, sondern bietet neben feiner Finissage wie geschwungenen Genfer Streifen und anglierten Kanten auch die traditionelle Steuerung der Chronographenfunktion über ein Säulenrad. Wie üblich für einen Eindrücker-Chronograph bzw. französisch Monopoussoir wird durch Betätigen des in der Krone verbauten Drückers die Chronographengruppe eingeklinkt und eine Zeitmessung gestartet. Beim zweiten Drücken wird sie angehalten und beim dritten Mal springt sie auf den Anfang zurück. Da es sich beim gezeigten Exemplar um einen Prototyp bzw. um ein Handmuster handelt, das vor dem Film bereits durch aberhunderte Hände von Kolleginnen und Kollegen oder auch Juwelieren ging, springen die Zeiger nicht ganz korrekt zurück. Das Vorstellungsmodell wurde wohl überstrapaziert. Das sollte man auf keinen Fall überbewerten. Das Zifferblatt des Chronographen ist silbrig-weiß und hat aufgesetzte römische Ziffern, die jedoch an den Hilfszifferblättern für die kleine Sekunde und die gestoppten Minuten angeschnitten bzw. unterbrochen sind. Die umlaufende Eisenbahnminuterie wird auch auf den Totalisatoren aufgegriffen, die ebenfalls entsprechend ausgestattet sind. Sie sind im Innenteil kreisförmig ausgedreht und etwas ins Zifferblatt zurückgesetzt. Die klassischen Zeiger sind thermisch gebläut und orientieren sich sehr nah am Original von 1928. Das Gehäuse misst 43,7 x 34,8 mm und ist damit für Herren und Damen geeignet. Hier zu sehen an meinem Handgelenk mit 17,5 cm Umfang. Als Gehäusematerial für die tonneauförmige Tortue kommt im gezeigten Fall Platin zum Einsatz. Es gibt jedoch auch eine Variante aus Gelbgold. Bei der Platinuhr ist auf der Krone ein roter Rubin eingelassen, bei der Gelbgold-Variante dagegen ein blauer Saphir. Beide sind auf 200 Exemplare limitiert und werden mit einer Dornschließe am Alligatorlederband getragen. Preislich liegt der Haute Horlogerie Chronograph aus Platin bei 53.000 €, während die Gelbgold-Variante mit 46.000 € etwas günstiger ist. Es gibt in dieser Form auch Modelle, die lediglich die Zeit mit Hilfe von 2 Zeigern anzeigen. Hier seht ihr die Gelbgold-Version und auch sie gibt es in einer Variante aus Platin. Ebenfalls interessant, vor allem wegen der ungewöhnlichen Anzeige, ist auch die neue Santos Dumont Rewind, bei der aufmerksamen Betrachtern nicht entgehen wird, dass die Ziffern auf dem roten Zifferblatt falsch herum angeordnet sind.
Und in der Tat, auch die beiden Zeiger für Stunden und Minuten laufen falsch herum, sodass die Zeitanzeige bei der Rewind gegen den Uhrzeigersinn läuft. Technisch ist es nicht besonders schwer umzusetzen, das verbaute Werk 230MC ist im Endeffekt dasselbe wie das 430MC, nur umgekehrt. Das basiert wiederum auf einem ultraflachen Kaliber von der Konzernschwester Piaget, dem 430P. Mit einem Sekundenzeiger hätte mir persönlich das Konzept etwas besser gefallen, weil es plakativer gewesen wäre. Das Video läuft hier in dreifacher Geschwindigkeit wie eingeblendet und da sieht man bereits, wie der Minutenzeiger sich in die in Anführungszeichen falsche Richtung bewegt. Das rote Zifferblatt ist durchaus hübsch gemacht und wird auch bei dieser Cartier durch ein Platingehäuse eingefasst und durch einen Rubin auf der Krone ergänzt. Der Preis für das auf 200 Exemplare limitierte Modell liegt bei ca. 42.000 €. Beim Termin haben wir uns außerdem noch weitere Modelle angeschaut, wie diese Variante der Santos Dumont mit arabischen Ziffern, die es in 3 Ausführungen jeweils ebenfalls limitiert auf 200 Exemplare gibt und in Gehäusen aus Edelmetall, also Roségold, Gelbgold oder Platin. Das ist besonders, denn normalerweise setzt Cartier auf den Zifferblättern der Kollektion ja auf römische Ziffern. Alle Varianten verwenden ebenfalls das Kaliber 430MC, das bei der Rewind umgekehrt wird. Außerdem zu sehen gab es eine Tank Americain in Roségold, die für 18.000 € zu haben ist. Sowie die neue Santos de Cartier mit grauem Zifferblatt, Edelstahlgehäuse und zweiter Zeitzone auf dem Totalisator über der 6. Und weil man es sonst nur so selten zu sehen bekommt, habe ich auch kurz einige der Haute-Horlogerie-Modelle, also Schmuckuhren mit Edelsteinen und Diamantenbesatz, in die Kamera gehalten. Sie alle sind von Tieren inspiriert. Neben dem klassischen Panther hat es die Designer dieses Jahr wohl auch in Richtung Reptil bzw. wie in diesem Fall Krokodil verschlagen. Die Modelle sind natürlich extrem wertvoll, uhrmacherisch durch den Einsatz von Quarzwerken allerdings relativ uninteressant für uns. Hier kommt wohl eher Cartiers Kompetenz im Schmuckbereich, also Goldschmiedekunst und Edelsteinbesatz, zum Tragen. Und da kann man von 6-stelligen Preisen ausgehen. Sicher weiß ich es beim Panther, der kostet 215.000 €. Der Cartier Tortue Monopoussoir ist eine gelungene Neuauflage des ersten Chronographen von Cartier, der erstmals 1928 vorgestellt wurde. Mit knapp 50.000 € ist das Modell natürlich relativ teuer, bleibt aber ein schönes Beispiel für eine Uhr mit Formwerk, das exakt auf diese Uhr zugeschnitten wurde. Die Rewind dagegen ist eher eine Spielerei, wie auch die Schmuckuhren. Die übrigen Neuheiten könnte man eventuell noch einmal bei anderer Gelegenheit im Detail vorstellen. Hat euch das Video gefallen? Zeigt uns das doch mit einem Kommentar, Daumen nach oben oder indem ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.